Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über das OpenCAR-System hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Das ist jetzt der zweite Teil vom Umbau des Gigaliners auf das OpenCAR-System. Beziehungsweise in Summe ist es der dritte Teil, weil der erste Teil war ja der Mechanikumbau. Heute geht es jetzt darum, was ich alles noch an dem Auflieger gemacht habe, also auf dem Kofferauflieger werde ich euch heute zeigen, was ich da alles noch gemacht habe, wie ich das Auto wieder zusammengebaut habe, wie ich diesen Hecklichtträger hergestellt habe. Das ist ja ein spezieller, das ist nicht der aus dem Fichtelbahnshop. Und was es eigentlich mit dieser Leiterplatte hier innen drin auf sich hat. Das alles werde ich euch heute zeigen in dem Video. Und damit wir nicht zu lang reden, würde ich auch sagen, fangen wir gleich an. Auf los geht's, los. Jetzt geht es mal um die Rücklichter. Und zwar möchte ich bei dem Fahrzeug hier wirklich spezielle Rücklichter machen. Ich blende euch jetzt irgendwo mal ein Foto ein, was ich da meine, weil der ein oder andere hat es mit Sicherheit draußen auf der Straße schon gesehen. Es gibt so LKW, die haben in den Rücklichtern, haben die so runde Leuchten, da ist oben und unten ist da rot und in der Mitte ist der Blinker. Und genau das möchte ich an dem Fahrzeug auch umsetzen. Dazu habe ich mir spezielle Rücklichtträger machen lassen beim Leiterplattenhersteller. Die werden auch noch eine Besonderheit kriegen, das verrate ich euch aber dann jetzt noch nicht. Die müssen wir natürlich jetzt erstmal bestücken. In Summe kommen auf diese Teile natürlich 26 Leuchtdioden drauf. Und wenn ich das jetzt alles mit der Hand, mit dem Lötkolben bestücken wollte, da würde ich mir ganz schön viel Arbeit machen und das würde auch nicht funktionieren, weil die Dinger wirklich wahnsinnig eng sitzen, dass ich da mit dem Lötkolben einfach nicht mehr weiterkomme. Deshalb, da werde ich jetzt eine komplett andere Technik anwenden. Und zwar werde ich die ganze mit Heißluft löten und die Lötpaste, wo ich dazu brauche, die werde ich mit so einer Schablone hier, das nennt man Stencil, werde ich das Ganze hier auftragen. Ja, weil mit so einer Schablone habt ihr halt einfach den Vorteil, dass ihr genau die Lötzinnmenge auf die Platine bekommt, die ihr am Ende auch braucht. Jetzt ist natürlich nicht damit getan, dass ich jetzt einfach das Teil hier drauf lege und dann mit meiner Paste drüber gehe, weil das Ding darf natürlich keinen Millimeter verrutschen, ne, wenn ich das Ganze mache. Deshalb finde ich das immer praktisch. Entweder man hat alte Leiterplatten oder man hat halt ein paar mehr, dann legt man die sich einfach so nebendran. Und jetzt nimmt man ein bisschen Tesafilm oder Transparentklebeband oder so halt irgendwie und klebt das Ganze nebendran fest. Ja. Und jetzt wird das Teil schon mal in der Richtung gehalten. Ja, also es kann jetzt nicht mehr so einfach hier wegrutschen. Und das gleiche machen wir jetzt oben und unten auch. Man kann das auch immer so ein bisschen versetzt machen, auch mal 2 Stück nehmen, wenn man genug hat von den Teilen. Oder man nimmt halt einfach andere Leiterplatten. So, dann kann nämlich dieses Teil einfach nicht mehr verrutschen. So. 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 Ja. Und dann macht man einfach noch mal hier so ein bisschen was drüber. Dass das quasi so ein komplettes Verbund, so ein kompletter Verbund gibt, ne? So. Jetzt können wir unsere Schablone hier nehmen und können die uns hier drauf ausrichten. Dass die haargenau mit den Dingern deckungsgleich ist. Mit den Lötaugen sozusagen, mit den Lötpads. So, dann kleben wir die hier oben an und jetzt ist das Teil quasi fixiert. Ja, das kann sich jetzt nicht mehr verrutschen. Und jetzt brauchen wir Lötpaste. Als Lötpaste verwende ich immer die hier. Ihr könnt natürlich auch andere nehmen, aber ich stelle euch auch mal den Link in die Beschreibung. So, jetzt hält man das hier so fest und macht einfach mal hier ein bisschen Lötpaste drauf. So, das müsste eigentlich reichen. Anschließend nimmt man irgendwas,
ein Spatel oder sonst irgendwas. Ich nehme jetzt einfach mal die Dinger, die gehen ja nicht kaputt, die muss man halt dann wieder sauber machen. Ne? Und jetzt geht er einfach her und drückt das Ganze hier so drüber. Und jetzt drückt sich quasi die Lötpaste hier durch diese Bohrungen durch diese Ritzen durch, auf die Leiterplatte. Und dann zieht das Ganze, wenn man das gemacht hat und es wieder rausholt, ich will es jetzt bloß nicht zu arg rausziehen, hängt doch ein bisschen fester, wie ich gedacht habe jetzt. Machen wir mal da unten auf, ich brauche bloß eins von den Teilen. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Ja. Das ist wirklich eine ganz feine Sache, so eine Stencil-Schablone. Kostet zwar ein paar Euro bei der Leiterplattenherstellung, aber es erspart euch enorm viel Zeit. So, den Kram können wir jetzt gleich wieder wegmachen, weil ich bloß eine Platine brauche. Und jetzt müssen wir natürlich das ganze Ding bestücken. Und zwar werden jetzt einfach die Bauteile da in diese Lötpaste reingelegt. Mehr mal erstmal nicht. Natürlich muss ich jetzt immer die Richtung beachten. Ja, die ist natürlich jetzt halt schon sehr, sehr wichtig. Und wo ist meine LED jetzt? Hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum die eigentlich funktioniert. Wenn wir jetzt rausfinden wollen, in welche Richtung unsere LEDs also durchlassen, also leuchten und in welche Richtung nicht, dann haben wir natürlich da jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt extra mal ein paar größere genommen, weil ich euch das da als erstes mal zeigen kann. Der einfachste Weg ist natürlich, ich hole mal eine raus. Ich lege die jetzt hier auf den Tisch. Dann nehme ich so zwei Prüfspitzen. Gebe mit meinem Netzteil so eine Spannung drauf. Ich mache jetzt mal bei 2 Volt ungefähr, weil das eine gelbe LED ist. Und jetzt halte ich einfach mal rechts und links meine Prüfspitzen dran und sehe, naja, in die Richtung geht sie mal nicht. Dann drehen wir sie mal rum, die LED. Und siehe da, in die Richtung funktioniert sie. Das ist natürlich eine ganz einfache und simple Möglichkeit. Und naja, im Endeffekt auch die sicherste, weil ich sehe, ob die LED leuchtet oder nicht. Jetzt weiß ich genau, ja, in der Richtung leuchtet sie. Also hier ist mein Plus und hier ist mein Minus. Ja, was ist aber jetzt, wenn ich die da nehme mit der Zange und die springt mir dann irgendwie weg? Dann muss ich es erst wieder gucken. Also von daher, klar, einfach und sicher, aber ob das halt auf die Dauer so zielführend dann ist, gerade wenn ich jetzt wie hier sehr, sehr viele LEDs bestücken muss. Ja, da habe ich ja wirklich sehr, sehr viele LEDs nebeneinander setzen und wenn ich das da bei jeder LED machen will, ja, da wäre ich irgendwann wahnsinnig. Deshalb gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ohne dass ich da überhaupt eine Prüfspannung anlege. Bei den größeren LEDs ist es relativ einfach. Ich gehe mal ziemlich dicht an die Kamera und da seht ihr auf der Rückseite so zum Beispiel so ein Pfeil. Bei der ist es jetzt ein Pfeil. Bei anderen LEDs ist da manchmal auch ein T hinten dran. Ja, also es gibt unterschiedliche Zeichen, aber jedenfalls der Pfeil zeigt die Durchlassrichtung an. Somit weiß ich jetzt, ja, also in diese Richtung lässt meine LED durch, also leuchtet in die Richtung leuchtet meine LED. Wenn das da hinten dran ein T ist zum Beispiel, dann ist quasi, wo der T-Schenkel hinzeigt, also dieser mittlere T-Schenkel, da wo der hinzeigt, ist dann der Minus. Ja, so kann man sich das mal ein bisschen merken. Wenn wir jetzt von oben in die LED reingucken, na, dann seht ihr hier auch zum Beispiel so links und rechts so kleine grüne Striche. Ich nenne sie jetzt einfach mal Striche. Und ihr seht auch, dass da so ein kleiner Punkt ist, der quasi nicht ganz symmetrisch sitzt. Der kleine Punkt ist quasi das, was am Ende leuchtet bei unserer LED. Ja, das ist der eigentliche Halbleiterchip, sagen wir es jetzt mal so. Und in der Regel ist es bei den LEDs dann auch so, dass immer auf der Seite, wo dieser Punkt sitzt, da ist bei uns der Minus. Ja, also heißt auch, ich brauche eigentlich gar nicht auf die Rückseite gucken. Wenn jetzt meine LED hier auf dem Tisch liegt, gucke ich einfach, wenn ich es natürlich erkennen kann. Ja, es gibt halt auch LEDs, wenn die so arg eingefärbt sind, da kann ich es gar nicht erkennen. Ne? Aber bei der hier würde ich es jetzt erkennen, da würde ich jetzt automatisch sagen, okay, das ist mein Minus.
Ja, also so kann man sich da ein bisschen behelfen. Jetzt haben wir hier die großen gehabt. Jetzt gucken wir uns das Ganze halt mal bei den 0402ern an. Da wird das Ganze nämlich ein bisschen schwieriger. Wenn wir uns jetzt hier so ein Popelteil hier mal angucken, dann gucken wir da unten drauf und sehen, hoppla, da ist kein Pfeil. Was mache ich denn jetzt? Blöd, ne? Jetzt hab ich euch gerade eben was von Pfeilen erklärt. Tja, war wieder nichts, ne? Da kann man dann so viel dazu sagen. Im Endeffekt ist es meistens immer die Seite, wo der Strich ist dann der Minus. Ja? Im Zweifelsfall würde ich es halt auf jeden Fall immer zum ersten Mal, sage ich mal, wenn ich das erste Mal so eine LED nehme, würde ich auf jeden Fall die LED jetzt erstmal durchprüfen, ja, und würde sagen, ja, okay, in die Richtung geht sie, in die andere dann natürlich nicht. Aber was auch bei der LED wieder interessant ist, auch hier, wenn man ganz genau guckt, kann man hier so einen kleinen Punkt erkennen in der LED. Und genau das ist wieder mein Halbleiterchip. Und genau der sitzt auch bei der LED wieder am Minus. Ja, also heißt, ich brauche mir da eigentlich gar keine Gedanken machen, was da für ein Zeichen unten drauf ist. Beziehungsweise, ich sag mal, sicherheitshalber, habe ich ja gesagt, ich würde die am Anfang mal prüfen. Und dann würde ich einfach gucken, in welche Richtung lässt sie durch und dann reingucken, wo sitzt mein Halbleiterchip. Ja, und dann brauche ich mir eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, was da unten für ein Zeichen drauf ist. Ich weiß jetzt, okay, mein Halbleiterchip ist der Minus, dann muss ich die LED jetzt, dann leuchtet sie jetzt in der Richtung. Und so kann ich dann ohne speziellen Prüfmittel, ja, also heißt hier ohne irgendwelche Sprühspitzen, kann ich dann meine Leiterplatten bestücken, einfach nur indem ich da reingucke und gucke, wo ist der kleine Punkt, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der Geschichte. Natürlich, ich verstehe es, die Dinger sind wirklich sauklein. Also man muss schon dreimal hingucken, dass man den Punkt sieht. Wenn ihr das halt dann nicht mehr seht oder nicht seht, ja, dann müsst ihr halt wirklich jedes Ding einzeln durchprüfen. Ist halt dann so, ne? Was ich euch bei der Sache auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen kann, sind solche Anti-Statik-Pinzetten bei so kleinen Bauteilen. Weil wenn ihr einfach mal guckt, wo habe ich die andere? Wenn ich jetzt die hier nehme, das ist eine normale Stahlpinzette. Wenn ich jetzt hier an das Bauteil dran komme, dann kann es passieren, dass es an der Pinzette hängen bleibt, weil es einfach so klein ist und so leicht, dass die Statik rausreicht, dass die da dran hängen bleibt. Deshalb ist es immer wichtig, dass man so Anti-Statik-Pinzetten hat. Da geht es dann viel, viel besser mit. So, und jetzt müssen die da irgendwie drauf. Oh Gott. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt erstmal nur eine bestückt, weil ich wirklich jetzt erstmal gucken will, ob das wirklich auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, bevor ich da jetzt eine ganze Armada an Leiterplatten bestück und dann zum Schluss merke, blöd. So ganz wie ich mir das vorstelle, funktioniert es gar nicht. Und dann habe ich alles für umsonst gemacht. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich löten. Und zwar mit Heißluft. Und für solche Heißluftlöten gibt es extra solche Heißluftlötstationen. Die sind gar nicht mal so teuer. Ich glaube, die hat so an die 100 Euro rumgekostet oder ein bisschen mehr. Und damit kann man das richtig gut löten. Und das Ganze machen wir jetzt dann. Was auch wichtig ist, dass ihr immer eine feuerfeste Unterlage verwendet. Ich habe hier einfach so eine Feinsteinzeugfliese benutzt. Und da lege ich die Platine immer noch mal auf solche kleine Messingstreifen, eben damit die Platine keinen direkten Kontakt zu der Fliese hat, damit nämlich die Fliese der Platine nicht so viel Wärme entziehen kann. Und was auch noch wichtig ist, was ich vergessen hatte eben,
bei dem Löten entstehen halt dann doch schon ziemlich viel Dämpfe durch die Lötpaste und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das Ganze alles so gesundheitsförderlich ist, ja, was da so entsteht. Deshalb setze ich zum Löten immer noch mal so eine Schutzmaske auf. Ja, so eine Filtermaske, Aktivkohlefiltermaske. Der Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ja, da ich jetzt die Maske hier auf habe, werdet ihr mich jetzt auch während dem Lötprozess gar nicht wirklich hören. Ich gucke mal, dass ich das dann nachvertone. Das Brummen, das ihr jetzt hört, das ist der Luftkompressor, der in der Lötstation drin ist, der quasi den Luftstrom erzeugt. Und das heißt Löten. Und Löten tue ich immer so bei so an die 420 Grad. Oh. Ja, und wie das halt dann immer so ist, dadurch, dass jetzt an dem Hecklichtträger die LEDs so dicht beieinander sitzen, ja, ist natürlich der Abstand zwischen Verbindung und Nichtverbindung relativ gering. Hier war es jetzt halt so, dass irgendeine LED doch eine Brücke macht. Jetzt muss ich halt das Ganze nochmal erwärmen und das Ganze nochmal ein bisschen nacharbeiten. Der Vorteil ist halt beim Heißluft, wenn ich die Platine wieder erwärme, dann werden alle Lötstellen von den ganzen LEDs wieder weich und ich kann die halt so ein bisschen hin und her schieben. Natürlich kann ich das nicht ewig machen oder nicht weit verschieben, ja? Aber ein bisschen geht da halt schon. Also wie ihr jetzt auch schon ein bisschen gesehen habt, natürlich ganz so einfach mit einfach nur löten ist es auch wieder nicht. Die Teile, die verrutschen als gern mal und dann muss man die halt beim Löten noch einmal neu ordnen. Ja, also das ist halt immer so, ja, da muss man halt immer wieder ein bisschen aufpassen. Das Gute ist, dass halt die Dinger, wenn solange die Hitze da ist, dass die Teile dann halt auch verschiebbar sind. Ne, habt ihr ja gesehen. Aber alles in allem, ich meine, das ist jetzt auch hier ein Extremfall. Ja, da sitzen wirklich extrem viel LEDs auf extrem engen Raum. Ja, normal, wenn das ein bisschen verschoben ist, so ein Bauteil, stört es nicht. Hier ist es halt schon extrem, weil da kommt gleich das nächste, ne? Aber alles in allem, muss ich sagen, sieht das jetzt schon gut aus. Wenn ich einfach mal hier hinten Saft drauf gebe, ja, muss ich sagen, das sieht schon richtig geil aus. Das macht schon Bock auf mehr. Auch wenn man dann, sage ich mal, hier drauf geht. Ja. Und wie ihr sehen könnt, kann ich zum Beispiel die gelben LEDs hier einzeln ansteuern, die gelben. Jetzt könnt ihr schon halb denken, warum ich das gemacht habe. Das Einzige, wo ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert habe, war, dass ich 1,5 mm oder ja 1,6er sind es, glaube ich, starke Leiterplatten genommen habe. Ich hätte das Ganze mit 1 mm starken Leiterplatten machen sollen. Hätte ein bisschen besser ausgesehen, aber naja gut, dann sind halt die Rücklichter ein bisschen dicker. Was soll's jetzt? Wenn das schwarz gestrichen ist oder grau, sieht es bestimmt auch gut aus. Bevor ich jetzt den Rücklichtträger am Fahrzeug anbringen kann, muss ich erst noch die Überstände, die vom Raustrennen aus dem Leiterplattenträger übrig geblieben sind, abschleifen. So, also ihr seht, da sind jetzt ganz schön viel Drähte dran, ne? Also schon brutal. Und der erste ist schon wieder ab. Ole, ole, ole. Das Ganze wird jetzt da hinten dran geklebt, wo früher der andere war, ne? Leider sind die Bilder jetzt nicht ganz so gut geworden, aber als erstes habe ich natürlich mal wieder ein bisschen Sekundenkleber auf die Stellen am Fahrzeugchassis drauf gemacht, wo früher der alte Hecklichtträger war. Und dann habe ich einfach den neuen da drauf geklebt. So, jetzt lasse ich das erstmal so ein bisschen hier fixieren. Dann wird es nochmal richtig festgeklebt. Aber fürs Erste, zur Fixierung, reicht es mal. So, das Ganze hat jetzt ein bisschen angezogen.
Ist jetzt schon ein bisschen fester, sagen wir es mal so. Und jetzt gehe ich einfach noch her und mache halt hier hinten noch mal ein bisschen zusätzlich Kleber hin, damit das Ganze noch fester wird. Weil, ihr wisst ja, da kracht früher oder später kracht da irgendein Fahrzeug dagegen und dann muss das Ding einiges aushalten. Ja, und das lassen wir mal wieder trocknen. Während das jetzt trocknet, werde ich mich mal hier an den Auflieger, also an den Koffer, ja, an den Koffer hinten dran machen. Da ist es ja so, jetzt hole ich das doch noch mal ins Bild. Dieses Teil sitzt ja hier so dran. Ja. Und ich habe das auch im Internet gesehen. Viele Fahrzeuge haben jetzt hier oben noch mal Positionslichter. Da werde ich jetzt noch mal weiße Positionslichter dran machen. Und dann werde ich auch hier hinten, hier oben, sieht man ja da hinten, das sind auch noch mal so ein paar Punkte. Da werde ich jetzt in der Mitte 3 rote hinmachen und links und rechts werde ich jeweils eine gelbe hinmachen, die dann, wenn das Fahrzeug blinkt, einfach mitblinken. Ist jetzt auch wieder im Prinzip wieder nichts Spektakuläres. Zeige ich euch jetzt auch nicht extra, weil das ist einfach LED einbauen und die Drähte verlegen. Ja, das ist auch wieder nichts Spektakuläres. Deshalb zeige ich euch das jetzt auch wieder nicht extra. Ich mache es einfach und dann zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. Hier seht ihr jetzt oben diese LEDs. Wie gesagt, die mittleren 3 sind rot und links und rechts habe ich jetzt mal eine gelbe hingesetzt, die dann quasi mitblinken soll, wenn er abbiegt. Das Ganze habe ich natürlich innen wieder relativ klassisch verkabelt. Ja, also da ist jetzt auch nichts Weltbewegendes dabei. Ja, also da brauchen wir jetzt glaube ich nicht drüber groß Worte zu verlieren. Auch hier vorne die 2 Positionsleuchten, da habe ich 0603er genommen und auch wieder innen drin eigentlich ganz klassisch verkabelt. Da gibt es jetzt nichts Weltbewegendes. Interessant wird es jetzt neben wieder bei den Seitenbegrenzungsleuchten. Da ist es jetzt so, ich werde die auf jeden Fall auf den Auflieger hier machen. Was halt hier die Besonderheit ist, hier sind keine Leuchten irgendwie dargestellt. Ja, heißt also, ich habe jetzt keine Originalvorlage, ich habe jetzt mal im Internet ein bisschen recherchiert. Ja, meistens sind da so 6 Stück hinten drauf. Und das passt dann auch ganz gut. Ich habe sie jetzt einfach mal hier auf dem Klebebandstreifen, man erkennt sie ganz schwer. Da habe ich jetzt mal so Punkte gemacht, da sollen die nämlich später hinkommen. Um das zu markieren, bin ich einfach hergegangen, habe mir hier einfach mal das Fahrzeug, habe hier einfach mal das Fahrzeug hier dagegen gelegt und habe mal geguckt, wo ist eigentlich die Hinterachse. Weil meistens ist es genau so, dass nämlich vor und nach der Hinterachse ist und bei den Doppelachsen ist dann meistens noch zwischendrin eine. Und so habe ich erstmal die 3 Positionen, also 3 markiert und habe dann gesagt, okay, ganz da hinten soll noch eine hin, ganz da vorne. Und dann haben wir halt noch eine in der Mitte drin. Ne? So einfach war das eigentlich. Und jetzt ist es natürlich wieder das Einfachste. Ich muss halt die Dinger da drauf kleben, muss die Löcher durchbohren etc. pp. Ich werde dazu jetzt auf jeden Fall 0603er benutzen. Man kann es genauso gut mit 0402er machen. Ich habe mich jetzt halt für 0603er entschieden. Ja, und jetzt mache ich das Ganze mal wieder und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze wieder verschaltet habe. So, hier jetzt mal ein Update. So sieht jetzt der Auflieger aus. Ihr seht hier die 6 Seitenmarkierungsleuchten. Auf der einen Seite wie auch auf der anderen. Auch die wieder ganz einfach hier mit so einer kleinen Platine wieder alles zusammengefasst. Ja, also nichts weltbewegend Neues. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe die linke und die rechte Seite getrennt gelassen. Da gibt es momentan keine Verbindung. Warum? Das werdet ihr später noch sehen. Auch habe ich jetzt quasi alle Kabel oder alle Drähte besser gesagt, habe ich jetzt hier auf dieser Seite rausgeführt. Das ist dann später hier also hinten, sagen wir es mal so, hinten, ne, ist das dann auf der einen Seite. Heißt also, hier geht das Ganze dann irgendwo auf die Zugmaschine über. Ne? Ja. So viel also mal zu dem Auflieger. Der ist jetzt komplett fertig. So, in der Zwischenzeit, in der das alles noch trocknet, werde ich mich jetzt mal an diese Platine dran machen. Wenn jetzt einige erschreckend am PC zurückspringen, warum jetzt noch eine zusätzliche Platine? Das kommt ganz einfach daher, dass ich wirklich an dem Fahrzeug jetzt extrem viele Funktionen dran habe. Ja, also extrem viele Lichter, LEDs und so weiter. Und da wollte ich mir zum einen einfach ersparen, dass ich jetzt in dem
Auflieger hier hinten ständig mit den Drähten hin und her ziehen muss. Ja, das wollte ich mir halt sparen. Deshalb habe ich mir jetzt so eine fahrzeugspezifische Platine, sage ich mal, gemacht. Da habe ich vorne und hinten schon die Anschlüsse, so wie ich es jetzt quasi hier in dem Teil schon hingelegt habe. Heißt also, ich brauche es bloß noch hier anschließen und das Ganze ist dann intern auf der Platine fertig verschaltet und geht dann an meinen K-Decoder. Also ich baue hier einfach nur einen fertigen K-Decoder drauf dann. Dann habe ich natürlich auch gleich meine Power-Off-Funktion mit hier drin. Ja, da spare ich mir dann auch die ganze Verkabelung. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich da einige Sonderlichtfunktionen machen will. Habe ich euch das schon? Ja, wenn nicht, dann erzähle ich es euch jetzt. Und zwar möchte ich ja, dass hier hinten an dem Hecklichtträger die Blinker beim Abbiegen so in die immer so rauslaufen, wie das bei so Audi-Fahrzeugen oder bei VW hat es mittlerweile, also das kommt immer mehr, dass ja die Lichter so hier rauslaufen. Und das möchte ich ja umsetzen und dann möchte ich ja auch, dass meine Seitenbegrenzungsleuchten, wenn der Blinker an ist, im Blinkertakt mitblinken. Das sind ja alles Funktionen, die der normale OpenK-Decoder momentan nicht darstellen kann. Aus dem Grund kommt jetzt da hinten noch ein zusätzlicher Prozessor drauf, der im Prinzip nichts anderes macht wie die Ausgänge, heißt Blinker, Rücklicht dreckig und Bremslicht, glaube ich, dreckig auch. Im Prinzip trägt der nur diese Ausgänge und erzeugt dann die zusätzlichen Lichteffekte. Mehr macht der dann eigentlich nicht. Ja? Aber nur so kann ich halt jetzt diese zusätzlichen Funktionen umsetzen. Vielleicht, wenn der Willi das Video sieht, vielleicht macht er ja auch irgendwann mal seinen K-Decoder so, dass wir das auch umsetzen können. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt funktioniert. Jedenfalls muss ich natürlich auch das Ding jetzt erstmal wieder bestücken. So sieht jetzt die Platine aus, wenn ich sie fertig gelötet habe. Ja, ihr könnt im Prinzip hier oben das Power-Off erkennen. Halt ein bisschen eine andere Anordnung und hier hinten ist mein zusätzlicher Prozessor. Die ganzen Widerstände hier, die habe ich jetzt noch nicht eingelötet, weil ich da einfach noch nicht die Werte kenne. Ja, muss ich dann später mal gucken, wenn die ganzen LEDs angeschlossen sind, was wir da nehmen. Und ja, jetzt muss natürlich das Funkmodul hier drauf. Dann nehme ich diese Stiftleisten, setze die hier einmal ein. Oh, habe ich die sogar zu kurz abgeschnitten. Ach so, nee, das ist ja so. Okay, ja, passt. Dann machen wir das hier rein. Ne? Das werde ich jetzt hier so drauf löten. Dann sieht das Ganze so aus. Höhe ist ja nicht so wichtig, da haben wir ja genug Platz. Und dann kommt hier der K-Decoder hin. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt muss halt immer ein Draht von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier. Das bleibt mir jetzt halt nicht erspart. Ne? Hier ist jetzt die soweit fertige Platine. Ihr seht, der Decoder ist drauf. Und ja, da habe ich jetzt einfach lauter so, Moment, hier sieht man es glaube ich ganz gut. Da habe ich lauter so 0,2 mm starke kurze Kupferlackdrähte genommen und habe die halt einfach immer nach da unten gebrückt. Dass die vier noch nicht verbrückt sind, hängt einfach damit zusammen, dass die auf meinen Prozessor hier hinten gehen, wo ja dann später die Spezialeffekte erzeugt werden. Und ich den halt jetzt erst überhaupt noch mal programmieren muss, weil da ist noch nicht mal eine Software geschrieben momentan. Die muss ich jetzt mir erst noch überlegen. Und da ist es halt so, dass ich einfach jetzt erstmal noch das Ganze probieren muss. Und da würde mich das jetzt halt stören, wenn die jetzt hier schon angeschlossen sind. Deshalb lasse ich die erstmal weg. Und später, wenn dann die Software hier steht, dann schließe ich die natürlich noch an. Eine andere Sache, die ich hier auch noch gleich mit integriert habe auf der Hauptplatine, ist die Ladebuchse. Diese Lade-Update-Buchse. Da könnt ihr das hier unten sehen. Die ist hier einmarkiert, das heißt, ich kann die hier schon rein montieren und auch die ist quasi fest auf der Platine schon verdrahtet oder verschaltet, besser gesagt. Ne? Heißt also, auch den Aufwand spare ich mir komplett durch den Einsatz dieser Leiterplatte. So, seht ihr? Also, hier ist jetzt die Update-Buchse drin und die habe ich natürlich auch
beim Erstellen der Leiterplatte habe ich die natürlich auch schon gleich an eine Position gesetzt, wo ich später mit dem Update-Kabel perfekt reinkomme. Ne? Das heißt, es kommt dann da hinten hin. Jetzt muss ich halt nur noch gucken dann, dass ich da unten in dem Fahrzeugchassis den entsprechenden Ausschnitt mache. Und dann kann ich das Ganze hier so reinsetzen und fertig und gut ist. Ne? Und somit spare ich mir halt wirklich eine Menge Verdrahtungsaufwand im Fahrzeug. Und ich sag's mal so, jeder Draht, den ich halt nicht im Fahrzeug mich händisch reinbauen muss und der auf einer Leiterplatte sitzt, also jede Leiterbahn, die ist halt schon mal wieder keine potenzielle Fehlerquelle, weil die Leiterbahn wird so schnell nicht kaputt gehen oder abgehen. Ne? Der Draht natürlich kann immer mal wieder abgehen. Deshalb finde ich also gerade bei aufwendigen Fahrzeugen, wo wirklich viel Zeug drin ist, ja, wo wirklich kompliziert sind, da finde ich so ein System wirklich am praktischsten, weil ich mir da eben einen Riesenaufwand spare. Jetzt war ich schon mal am Rechner gesessen und wollte das Ding da programmieren, dann ist mir aber aufgefallen, das ist ja blöd, weil selbst wenn ich jetzt hier irgendwas programmiere, ich kann es ja gar nicht testen, weil ich habe ja dann nirgends LEDs dran, ne? Ich habe ja nichts angeschlossen, da kann ich ja nicht immer gucken, ob da was funktioniert, was ich da zusammen bastel. Ne? Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, das ganze Teil doch erst im Fahrzeug einzubauen, komplett anzuschließen und dann zu testen, weil dann habe ich schon die LEDs dran und muss nicht irgendwelche Dummy-Dinger da einbauen. Ne? Mache ich mir die Arbeit doppelt. Deshalb bauen wir jetzt erstmal die Platine da ein. So, also so muss das halt dann natürlich sein. Ja, ich drehe es mal so rum. Das Update-Kabel muss natürlich da reinpassen. Ne? Und jetzt werde ich halt gucken, dass diese Update-Buchse hier unten eigentlich ganz bündig mit dem Chassis hier abschließt. Ne? Heißt also, meine Platine, die sitzt dann später in Wirklichkeit hier innen drin ein bisschen höher. Das stört mich ja aber nicht, weil in dem Gehäuse ist ja genug Platz. Ne? Heißt aber auch, wir brauchen da jetzt wieder irgendwelche Unterlegklötzchen. Ne? Was nehmen wir da? 2 mm, 3 mm? Machen wir mal 3. So, machen wir halt mal die 3 mm da drunter, würde ich sagen. So am besten. Also mit 3 mm, da guckt sie dann minimal raus. Ich denke mal, das stört dann nicht. Dann werden wir das einfach mal ankleben. Oha. Da habe ich jetzt aber Kleber drauf, ey. Also hier könnt ihr jetzt sehen, so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, das ist halt wirklich jetzt gerade in dem Fall, bei dem Fahrzeug wirklich super praktisch. So, jetzt können wir auch hier gleich ein Loch runterbohren für den Schalter. Normalerweise sitzen bei mir die Schalter immer auf der Seite. Bei dem Fahrzeug ist es jetzt halt wirklich da ziemlich dicht zugebaut, zumal jetzt hier noch das Ersatzrad hängt. Ja, jetzt werde ich ihn halt einfach auf die Seite setzen. So, hier jetzt mal ein kleiner Zwischenstand für euch. Ihr könnt, naja, sehen könnt das nicht richtig, aber ich sag's euch. Ich habe jetzt den kompletten vorderen Bereich hier, die ganzen Drähte für die vorderen Lampen, die habe ich schon auf der Platine aufgelegt und die ganze Heckschürze habe ich jetzt hier schon angeschlossen
hier hinten, wenn man genau guckt, sieht man jetzt gerade noch, wie hier die einzelnen Drähte hochgehen, ne? Und auch hier vorne kann man es ein bisschen erkennen, wenn man jetzt mal genau guckt. Und ich muss sagen, also ich bin wirklich froh, dass ich mich für die Technik mit der Platine hier entschieden habe, mit dieser großen, und dass ich mir die Arbeit gemacht habe, weil ich finde, obwohl das Fahrzeug zukünftig so viel Beleuchtung hat und so viel Licht drin hat, sieht das Ding richtig sauber und aufgeräumt aus. Und ich glaube, dass das ein Fahrzeug geben wird, wo ich die wenigsten Probleme und Fehler haben werde, weil einfach das alles mit der Platine sauber verkabelt ist. Jetzt werde ich noch ein paar Widerstandswerte hier bestimmen für meine LEDs. Das muss ich jetzt halt noch machen für meine Blinkleuchten, dass die in der richtigen Helligkeit leuchten. Dann werde ich mich mal an die Programmierung machen von dem Prozessor. Was für mich jetzt ein Haufen Arbeit ist für euch nur ein kurzer Augenblick, weil ihr seht dann sofort jetzt das Ergebnis. So, ging jetzt dann doch irgendwie ein bisschen schneller, wie ich eigentlich gedacht habe. Also die Programmierung von dem Prozessor da hinten ist jetzt abgeschlossen. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch erst noch mal kurz zeigen, was da jetzt eigentlich alles passiert. Und zwar mache ich einfach mal erst das Licht an. Das ist noch relativ unspektakulär. Ne? Seht ihr ja, da gehen die ganzen Lampen an. Vorne die Beleuchtung geht an. Ist ja erstmal eigentlich nichts Spektakuläres. Geil wird es jetzt, wenn man die Blinker einschaltet. Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann seht ihr, hier hinten laufen die Blinker mit. Also die Blinker, so wie es bei den heutigen Fahrzeugen ist, läuft dann quasi hier so ein Blinkerstreifen mit. Und auch hier vorne, das sieht man jetzt, wenn man sich das Fahrzeug mal so anguckt, dann seht ihr, dass nämlich die Seitenbegrenzungsleuchte auch mitblinkt, wenn der Blinker an ist. Ne? Und wenn wir die Beleuchtung ausmachen, dann blinkt er noch mit. Und wenn ich jetzt den Blinker ausmache, geht das Ding auch wieder mit aus. Dann werde ich jetzt einfach mal mein Führerhaus hier vorne draufsetzen und dann gucken wir mal, dass wir den ganzen Kram hier noch angeschlossen kriegen. Ich glaube, das wird auch noch mal ein bisschen lustig, bis das alles dran ist. Für euch natürlich wieder im Zeitraffer. So, das Führerhaus ist jetzt drauf. Auch alles soweit angeschlossen. Ich meine im Prinzip die Drähte, die habe ich einfach hier unten drunter durchgelegt und bin dann hier in den Innenraum wieder reingegangen. Und man sieht jetzt halt auch hier schön den Vorteil von der Platine. Ich habe jetzt halt hier wirklich alles eigentlich einfach anschließen können und habe mir diese ganzen langen Drähte wieder gespart. Im Prinzip fehlt jetzt nur noch hier der Auflieger, also der Koffer, sage ich jetzt mal. Der fehlt jetzt nur noch, der muss noch angeschlossen werden. Bevor ich aber den mache, kommt an dem Fahrzeug jetzt noch was Spezielles, gerade weil ja dann später hier der Anhänger hinten dran soll. Ne? Du sollst doch da drin bleiben. Egal, so. Der soll ja dann hier hinten dran. Und zwar ist es folgendes. Normalerweise habe ich hier meine Zugmaschine und der Anhänger bekommt ja seinen eigenen Akku, der bekommt seinen eigenen Decoder und die Kommunikation von beiden Fahrzeugen erfolgt dann per Infrarot. Darum braucht eigentlich der Anhänger keinerlei Verbindung mit der Zugmaschine zu haben. Ja? Also wegen Datenkommunikation und so weiter braucht man keine Verbindung. Das Einzige ist ja, wenn ja mein Fahrzeug, ich lade ja meine Fahrzeuge hier über die Spiegel, und wenn jetzt mein Fahrzeug hier, der Akku leer ist, dann ist ja wahrscheinlich auch der Akku leer, ne? Und das jetzt in die Ladestation reinfährt und dann hier die Ladespiegel dran sind, dann kann ich zwar den Akku hier im Fahrzeug aufladen, aber was mache ich dann mit dem Akku hier im Anhänger? Ja, den kann ich ja dann in dem Moment nicht aufladen. Dann müsste ich ihn wieder hier unten irgendwo anschließen und das will ich ja auch nicht.
Aus dem Grund haben meine Anhänger immer noch mal eine elektrische Verbindung zur Zugmaschine, eben damit ich die Akkus dann auch über die Außenspiegel von der Zugmaschine laden kann. Deshalb kommt jetzt hier, ich habe es schon mal vorbereitet, gerade so eine dreipolige Anhängerkupplung, also eine dreipolige Steckdose, das ist Raster 1,27. Den Link zu den Teilen stelle ich euch auch wieder in die Videobeschreibung. Und der kommt jetzt, Moment, ich mache es mal kurz, oder ich zeige es mal kurz in der falschen Richtung, dann zeige ich euch richtig. Der kommt jetzt quasi hier unten, also der kommt jetzt quasi hier oben rein. Seht ihr gleich. So, dann ziehen wir mal den ganzen Kram hier unten drunter durch. So, seht ihr, dann kommt das Teil hier oben so rein. Na, kommt schon. Das müssen wir natürlich jetzt noch einkleben. Das machen wir jetzt auch gleich. So, genau so. Ne? Jetzt lasse ich das noch ein bisschen trocknen und dann kommen halt die Kabel. Na super, jetzt habe ich es wieder berührt und jetzt ist es wieder weggerutscht. Ne? Das, wo ich eigentlich nicht wollte. So, jetzt ist es getrocknet und jetzt machen wir die Teile da oben rein. Muss man halt ein bisschen aufpassen beim Reinmachen, dass nicht jetzt gerade irgendwo meine anderen Drähte abreißt. Aber okay, das kriegen wir hin, denke ich. Genau. So, jetzt sind die zwei hier drin. Und jetzt habe ich natürlich, weil ich es ja gewusst habe, habe ich mir hier auch schon zwei Pads vorgesehen, wo ich jetzt das Ding einfach nur noch anschließen muss. Ne? Und zwar ist das der Minus. So, dann machen wir das noch ein bisschen da unten rein. So. Und die zwei Kontakte, die stehen quasi wieder im die sind direkt mit den Ladespiegeln verbunden. Das heißt, also ich habe hier direkte Durchverbindung. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch meinen Auflieger hier hinten dran machen und dann sind wir auch schon mit dem Teil hier fertig. Da das aber auch wieder nichts großartig Neues ist, überspringe ich das jetzt und ihr seht dann gleich das Ergebnis. Und hier auch schon das Ergebnis. Sieht erstmal weniger spektakulär aus. Überraschend war jetzt dann für mich, nachdem ich jetzt alles angeschlossen hatte und die Funktionen getestet habe, habe ich dann gleich mal gesehen, oh, ja, da habe ich wohl dann die Seiten vertauscht. Also ihr seht, auch mir passiert immer mal wieder ein Fehler, wo ich dann noch korrigieren muss. Ja, also auch ich mache nicht alles fehlerfrei. Na, das sieht doch dann schon viel besser aus, würde ich mal behaupten. Ne? Ja, ihr seht, das Fahrzeug ist jetzt eigentlich komplett fertig. Ich muss es jetzt natürlich noch konfigurieren etc. pp. Das werde ich jetzt gleich dann machen. Vorher aber noch, was ich total in meinem Baueifer komplett vergessen habe, ist dieser Fototransistor für die optische Stoppstelle. Habe ich jetzt auch erst gemerkt, denke ich, irgendwie fehlt doch da noch was. Und na klar, dann war mir es klar, das ist die optische Stoppstelle, wo noch fehlt. Ne? Jetzt muss ich die halt am fertigen Fahrzeug irgendwie nachrüsten. Fällt mir nicht ganz so, aber was soll man machen? Ne? Doch vorher vielleicht noch mal ein paar Sätze über dieses Teil. Immer wieder werde ich gefragt, ich soll doch mal zeigen, wo da die optimale Position ist. Und da kann ich euch eindeutig nur sagen, ich kann es euch nicht sagen. Ja, weil die optimale Position ist immer die Position, die für euch die richtige ist. Ja, ganz einfach. Ja, jeder muss im Endeffekt für sich selbst herausfinden, wo er die am besten platziert, je nach seinen Anlagenbedingungen. Ja, ich zum Beispiel habe für mich gesagt, immer so ungefähr 2 cm hier von der Fahrzeugspitze. 2 cm von der Fahrzeugspitze nach hinten kommt meine optische Stoppstelle hin. Das war für mich so der Wert. Das kann aber bei jemand anderem vielleicht auch 3 cm, 2,5 cm sein. Das muss jeder für sich rausfinden. Ja? Auch ob er die jetzt auf die Seite oder auf die Seite setzt,
Das muss jeder für sich rausfinden. Ich habe halt mal gesagt, ich gehe auf die Außenseite, auf die Straßenaußenseite. Ja? Man kann die natürlich auch auf der Straßeninnenseite platzieren. Ja? Das ist völlig egal. Das muss jeder für sich herausfinden. Da kann ich euch da ist nichts falsch, da ist nichts richtig. Deshalb kann ich euch da keine optimale Position sagen. Ja? Auch diesen Abstand hier, ja, den habe ich zwar mal festgelegt, aber den kann ich auch nicht immer einhalten. Wenn ich das jetzt bei dem Fahrzeug hier machen würde, ja, man sieht es vielleicht jetzt hier, dann wäre ich hier mitten auf der Lenkachse. Das geht ja auch nicht. Ich gehe jetzt halt her und setze das Ding ein Stück weiter nach hinten, hinter die Lenkachse. Also, da seht ihr, ihr müsst halt für euch wissen, wo ist das Teil am optimalsten. Ja? Mehr kann ich euch dazu einfach nicht sagen. Auch diesen Einbau zeige ich euch jetzt nicht extra, da ich das in meinen vorangegangenen Videos schon öfters gemacht habe. Und ja, da schaut euch einfach die vorangegangenen Videos bitte an. Wie ihr es sehen könnt, habe ich das Auto teilweise schon wieder zerlegt. Auch ich bin davon natürlich nicht befreit, dass, wenn ich das Auto zusammenbaue, ich mir irgendwo mal wieder doch ein Draht abreiß oder dass doch irgendwas schief geht. Hier ist der beste Beweis. Ihr seht, normal müsste hier auf der Seite auch die LED leuchten. Ne? Tut sie nicht. Und dann habe ich das Ding mal wieder zerlegt und wenn man halt dann guckt, ja, dann ist hier irgendwo hier unten drin ein Draht. Der ist halt abgegangen. Warum auch immer. Ja? Wahrscheinlich habe ich einfach nicht aufgepasst beim Anlöten oder so. Jedenfalls, tja, jetzt muss ich da unten drin das Ding irgendwie anlöten. Das wird jetzt wieder richtig lustig. Ja. Ich glaube, ich hab's. Schauen wir mal, schalten wir das Auto mal ein. Ah, ja, sie gehen wieder beide. So, und jetzt habe ich noch ein Problem. Jetzt zeige ich euch das nächste. Da oben. Da gehen bloß noch 2 von den 4 Scheinwerfern. Ich krieg die Krise. Jetzt habe ich mir da so viel Mühe gegeben, so aufgepasst, ne? Und trotzdem. Und doch am Ende geht nicht alles. Jetzt bin ich echt am Überlegen, weil ehrlich gesagt habe ich keine Lust, das ganze Gehäuse hier wieder zu zerlegen, das ganze Teil. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so. Sieht zwar jetzt blöd aus, aber bevor ich mir da jetzt irgendwie das ganze Ding jetzt wieder zerlege und mir das ganze andere Zeug, was ich da eingebaut habe, kaputt mache, dann verzichte ich halt lieber da oben auf die 2 Scheinwerfer. Was soll's. Ich lasse es jetzt so. Jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch mal kurz, welche Funktionen das Fahrzeug jetzt eigentlich alles hat. Da fangen wir doch einfach mal an mit dem normalen Licht. Ich habe hier eine komplett normale Fahrzeugbeleuchtung mit Frontscheinwerfer. Hier die Positionslichter hier oben, die werden hier oben nochmal, sage ich mal, wiederholt an dem Auflieger. Ich habe hier meine Seitenmarkierungsleuchten. Ich glaube, das sind dann 7 Stück an der Zahl, von hier vorne bis hier. Ich habe hier an der Fahrerkabine, ich gehe mal ein bisschen näher ran, da sieht man das, habe ich hier die kleinen LEDs mit der Beleuchtung. Und ich habe hier hinten eine, hier oben nochmal eine Schlussbeleuchtung und habe hier unten pro Seite 8 LEDs als Schlussbeleuchtung. Wenn ich dann Gas gebe und bremse, werden die natürlich da unten hell. So. Das ist erstmal so die Grundbeleuchtung. Dann habe ich beim Einschalten der Blinker, habe ich hier hinten, hier unten durch meinen Zusatzprozessor diese laufenden Blinker, so wie man sie heute bei modernen Fahrzeugen sieht. Und neben den normalen Blinkleuchten wie hier oben und hier vorne und so weiter blinkt die komplette Seite mit meinen Seitenbegrenzungsleuchten, die blinkt auch noch mit. Das hat man mittlerweile, sieht man auch immer häufiger bei Fahrzeugen. Man sieht auch hier in dem Moment, die Seite leuchtet ganz normal weiter.
Das gleiche natürlich auch für diese Seite. Und wenn wir Dings machen, wenn wir Wandblinkanlage anmachen, dann sieht das Ganze hier so aus. Da blinkt es dann richtig brutal. So. Das wäre jetzt erstmal die Grundbeleuchtung. Dann gehen wir doch weiter nachher vorne. Da vorne haben wir dann über die F5 habe ich dann hier oben die Zusatzscheinwerfer. Wie gesagt, dummerweise fallen halt bei mir 2 Stück aus. Aber ich reiße jetzt nicht mehr das ganze Fahrzeug auseinander. Dann habe ich hier vorne unten, ich finde es jetzt echt ein bisschen schwach geraten. Das könnte ein bisschen stärker sein. Mal gucken, ob ich irgendwann noch eine LED finde, die vielleicht ein bisschen stärker ist. Dann würde ich mir es vielleicht doch nochmal überlegen, die LED zu tauschen. Auf jeden Fall hier vorne dieses V mit der Beleuchtung, mit Lichtleitertechnik. Ja, war auch mal eine neue Herausforderung. Das kann ich separat schalten, über eine separate Funktion kann ich es hinzuschalten und weg. Dann haben wir über F7, habe ich hier oben mein Fahrerschild, mein Fahrernamensschild, sage ich jetzt einfach mal. Über F9 kann ich die Innenraumbeleuchtung einschalten. Über F10 gehen die Nebellampen an. F11 ist dann, genau, F11 ist hier oben drin die Schlafkabinenbeleuchtung, so eine rote. Ich denke mal, wenn wir jetzt richtig dunkel machen würden, würde das mit Sicherheit so ein rotes, schummriges Licht da aus der Kabine rausleuchten. Das würde dann mit Sicherheit genial aussehen. Und dann haben wir noch F12, das sind meine Fernlichter. Alles in allem muss ich sagen, wirklich extrem viel Beleuchtung für dieses Fahrzeug. Als nächstes geht es dann weiter mit dem Auflieger. Das wird dann aber jetzt ein neues Video werden. Auch der Auflieger wird eine Zusatzplatine reinbekommen. Ja, hat im Prinzip die gleiche Funktion dann. Ich möchte nämlich auch die Blinker hier hinten laufen lassen und auch die Blinker hier. Die sollen schön, so wie ich es eben gezeigt habe, sollen die auch laufen. Deshalb gibt es hier die Zusatzplatine und auch die Seitenmarkierungsleuchten sollen hier mit blinken. Ne? Alles werde ich hier auch reinbauen. Ich bin mal gespannt. Das wird wahrscheinlich auch ein richtig aufwendiger Umbau hier. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Abschließend vielleicht noch ein paar Worte bezüglich den Leiterplatten hier. Ich werde natürlich wieder alle Daten zum Bestellen dieser Leiterplatten auf meiner Homepage veröffentlichen. Ich werde allerdings keine Anleitungen über den Nachbau veröffentlichen, weil die Zeit habe ich momentan leider einfach nicht. Was ich euch aber auch noch einen Tipp mit auf den Weg geben kann, gerade hier diese Hecklichtträger mit den vielen, vielen kleinen LEDs. Ja, also bestellt sie euch wirklich nur, wenn ihr euch 100% sicher seid, dass ihr es super mit SMD-LEDs löten könnt. Ja, und wenn das ja auch mit dem also mit so einem Heißluftlötgerät arbeiten könnt. Und wenn ihr es euch bestellt euch auf jeden Fall diese Stencil-Platine mit, oder diese Stencil damit dazu. Wenn ihr euch das alles nicht zutraut, dann lasst es bitte lieber. Ja? Ich kann euch leider keine fertigen Dinger zur Verfügung stellen. Es geht leider nicht. Ja, also wie gesagt, wenn ihr es halt bauen wollt, dann macht es wirklich nur, wenn ihr euch 100% sicher seid. Auch mit den Leiterplatten hier. Natürlich werde ich da auch alle Daten wieder auf der Homepage zur Verfügung stellen. Auch die Software für den Zusatzprozessor. Aber auch hier, der Prozessor hat halt extrem enge Pins. Ja, macht es wirklich nur. Und auch, sage ich mal, diese Lötfahnen hier. Ja, ich gehe noch mal ganz nah dran, dass ihr das noch mal seht an der Kamera. Ja, also diese Lötfahnen hier, die sind wirklich extrem winzig und extrem eng beieinander. Es war schon eine Herausforderung für mich, sagen wir es mal so rum. Deshalb bestellt euch das Zeug wirklich nur, wenn ihr es euch auch wirklich 100% zutraut. Das ist nur noch mal so ein kleiner Tipp, was mir aber auch am Herzen liegt, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und jetzt sind wir am Ende des Videos. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.